Ja, der Herbst in Bayern, der ist doch wirklich super geil. Du hast da mega Landschaft, du kannst da mal wandern gehen, das letzte Mal grillen, vielleicht gehst du aufs Oktoberfest oder, wie in meinem Fall, hast du den Schlüssel zu einem Audi RS6 C5 von 2002 von der Audi Tradition. Und genau den schauen wir uns jetzt an. Mein Name ist Thomas, viel Spaß. Ja, fangen wir doch direkt mit der Außenvorstellung an und die Schokoladenseite von diesem Auto ist meiner Meinung nach das Heck. Also dieses Auto ist so gut gealtert, dass der jetzt schon 22 Jahre alt ist. Man muss das jetzt so sagen, 22 Jahre. Das glaubt man gar nicht. Ja, RS6 Insignien, klar, wir haben das Logo, wir haben die ausgestellten Rathäuser, zwei faustdicke Endrohre, das macht schon was her. Ja gut, wer es nicht weiß, der glaubt wahrscheinlich nicht, dass hier 450 PS drunter sind. Aber gut, das Kennzeichen verrät es auch nochmal. Sehr schönes Gerät. Und wenn wir gerade mal hinten sind, der Audi RS6 Avant. Wenn ich hier in Dübbel auch einmal aufsperren darf, kann nicht nur Luft und Liebe transportieren, sondern auch des Redakteurs Habseligkeiten. Und da ist wirklich viel Platz, auch nach heutigen Maßstäben. Schauen wir gerade weiter, Seitenansicht. Das ist schon sehr stimmig gezeichnet. Also auch hier große 20 Zöller, dahinter eine mächtige Bremsanlage, die silber abgesetzten Spiegel, die natürlich aufs RS-Modell hindeuten. Und hier durfte man noch Chrom zeigen. Ja, der RS6 Plus hat dann schwarze Akzente gehabt, RS6 normal, auch hier oben die silbereloxierte Dachleiste, keine getönten Scheiben. Das ist schon ein sehr seriöser Auftritt. Ja, und vorne geht es eigentlich auch dezent weiter. Diese Frontansicht. Wie das Heck echt gut gealtert. Da merkt man eigentlich nicht, dass man jetzt vor einem 20 Jahre alten Auto steht. Und natürlich haben wir hier den RS Wabengrill, Xenon-Scheinwerfer, unten Nebelleuchten, Schiebedach, Ausstelldach und ja, wir kennen es von früher. Wie sind wir alle rumgefahren? Schiebedach offen oder gekippt, Standlicht und unten die Nebelleuchten an und haben uns immer gefragt, wann uns die Polizei mal rauszieht und die 10 Euro verlangt für die Nebelleuchten. Ist mir persönlich nie passiert. So, ansonsten schauen wir nochmal rum. Gesamtbild sehr stimmig, aber natürlich der Punk geht unter der Haube ab. Liften wir mal das Häubchen und was sehen wir darunter? Einen 4,2 Liter großen Biturbo V8. Wunderschön angerichtet, 450 PS stark, 560 Newtonmeter Drehmoment. Und ich würde sagen, wir hören mal rein. Ja, und nach dem Reinhören setzen wir uns auch einfach mal rein in den schönen Kombi oder in den schnellen Kombi. Und schöne Kombis heißen ja bekanntlich Avant. Ja, und was soll ich sagen, wenn ich mal den Schlüssel aus der Hand lege? Na, das ist wirklich ein wunderschönes Holz. Und ich weiß, viele werden jetzt sagen, um Gottes Willen, ich will hier drin Carbon. Soll jeder machen, wie er will. Ich finde das einfach genial. Ja? Und wir sprechen hier über ein Auto von 2002. Natürlich haben wir echte Instrumente. Machen wir mal an hier. RS6 Lenkrad, schön gemacht. Hier unten RS6 Logo noch schön perforiert. Schaltpedals haben wir auch. Und es ist eigentlich ein sehr fein eingerichteter Innenraum. Recaro-Sitze, sehr bequem. Gab es auch in den normalen Modellen. Hier haben wir nochmal hier diese Sonderkeder oder die abgesetzte Keder, finde ich auch ein sehr schöner Akzent. Was ich immer wieder ganz toll finde, auch beim A8, den ich
davor gefahren habe. Du hast hier bis in die Seite hin Leder. Macht man heute nicht mehr. Ja, Navigation. Plus musste ich vorher noch den Radiocode eingeben. Läuft sogar noch. Navigation geht hier also komischerweise. Nein, geht auch. Es gab sogar noch relativ lange Navi-Updates dafür. So, was nicht mehr funktioniert, das ist. Jetzt habe ich hier ein Vieh drin. Der Fernseher. Fernseher funktioniert nicht mehr, aber komme ich hier nochmal rein. Hier war das, ne? Auch hier hätten wir eine Teletextfunktion, Videosource. Man sieht, er flackert, der olle Display, das olle Display. Ja, wenn ich jetzt so ein Auto hätte, ich würde den zumindest aufs RSNE, gab es in diesem Auto auch am Ende der Bauzeit, umbauen. Aber gut, kann jeder machen, wie er möchte. Sitzheizung haben wir natürlich, das war das höchste der Gefühle. Und ganz ehrlich, hier ist keine Lenkheizung drin. Hier gibt es keine belüfteten Sitze. Es ist einfach herrlich, wie einfach das Ganze gehalten ist. Und ganz wichtig, man siehe herum und man finde keinen Sportknopf. Das Ding ist immer so auf Sport getrimmt, wie das die Entwickler wollten. Und hier drunter ein Nokia-Telefon. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu erklären, außer dass wir hier oben noch eine halbe Katze verbaut haben oder mehr als eine halbe Katze. Schiebedach, immer eine ganz dankbare Sache, wird ja heute auch immer öfter wegrationalisiert. Ach so, und das ist vielleicht auch mal ein kleines Feature bei Audi. Was ist denn das? Oh, es ist eine Sonnenblende für die Mitte, wenn du fährst und dir hier oberhalb des Innenspiegels die Sonne durchkommt, dann kannst du das hier runterklappen. War doch eigentlich eine ganz feine Nummer. Und hier, diese Liebe zum Detail. Schön. Ja? Weniger fein, das muss man auch erwähnen, das sind natürlich diese Geschichten, die Softlack-Geschichten. Der sieht jetzt hier noch vergleichsweise gut aus, was mir aber aufgefallen ist, wenn man das aufmacht, hört man das, das klebt schon. Das löst sich alles auf in seine Bestandteile, da muss man irgendwann was machen. Auch hier unten, das fühlt sich wirklich etwas merkwürdig an. Ich weiß auch nicht, wenn du jetzt da mit Putzzeug dran gehst, ob das jetzt wirklich so förderlich ist. Am Knopf sieht man, oder hier am Lichtschalter sieht man es auch. Lichtschalter. Eigentlich könnte man einen ganzen Beitrag machen über Lichtschalter. Es war doch früher so einfach. Heute hast du hier irgendwelche Tasten. Ja? Das Einzige, was hier, nee, Hightech war das auch nicht mehr, hast ein Tempomat. Ne? Fertig. Es bimmelt dich nichts an. Es motzt dich nichts an. Also der Beifahrer, wenn du zu schnell fährst mit dem Auto. Das ist einfach noch ein tolles, altes Auto. Ab zum Fahren. Ja, ich bin gerade perplex, bevor ich überhaupt losgefahren bin. In das Handschuhfach passt eine ganze 1,5 Liter Wasserflasche. Das hast du heute auch nicht mehr. Start mal in den Fahreindruck. Erstmal die Fenster zumachen, sind auch nicht mehr die schnellsten, habe ich gerade gemerkt. Und dann starten wir ihn einfach mal. Der geht! Der geht, der Kollege. Schön ist das. Schön ist das. Er ist auch wirklich nach aktuellen Maßstäben immer noch schnell. Das ist kein langsames Auto. 450 PS. Die reißen an. Und er klingt so richtig schön. Das ist eine schöne bollernde V8-Note. Nicht übertrieben. Ich kann hier auch nichts einstellen. Habe ich ja im Innenraum-Check auch schon gezeigt. Das ist so, wie es ist. Und das ist perfekt. Ich meine, dass der RS6 Plus noch mal ein bisschen anders getönt hat. Dass der noch mal eine andere Sportabgasanlage hatte. Aber mir würde das hier schon auf jeden Fall reichen. Ja, der 4,2 Liter Biturbo ist ein Sahnemotörchen. Wahnsinn. Und auch, es würde den Audis immer unterstellt, sie wären solche Brocken, mit denen du nicht um die Kurve fahren kannst. Ich verstehe wirklich nicht, wo dieses Gerücht herkommt. Dieses Auto liegt nicht nur richtig gut auf der Gas, du kannst damit auch sauber durch die Kurve fahren. Die Lenkung
Ja, doch, schön direkt. Und es ist insgesamt spannend, wie sie das alles abgestimmt haben. Du hast hier nicht den Eindruck, dass das Auto, dass du hier in einem sportlichen Auto sitzt. Überhaupt nicht. Also es ist fast schon komfortabel. Na klar, wenn jetzt die Straße hier schlechter wird, dann merkst du es schon. Und geh mal durch den Bordcomputer durch. Verbrauchstechnisch. So, ich bin jetzt natürlich nicht hier, um das Auto zu schieben. 19,4 Liter, das ist eine Ansage. Da geht natürlich auch ein bisschen weniger. Geht natürlich auch mehr. Ne? V8, ja, der Turbo läuft, der Turbo säuft. Was dieses Auto genauso wie der A8 auf eine ganz andere Weise schafft, er ist emotional. Der berührt mich nicht nur hier, er berührt mich auch hier. Und das schaffen viele neue Autos nicht, oder eigentlich. Eigentlich schafft das kaum ein neues Auto. Und da müssen sich die Hersteller natürlich fragen lassen, warum ist das so? Ne? Man kann einen Teil davon durch immer neue Regularien erklären, aber nicht nur. Und obwohl das Auto jetzt 20 Jahre alt ist, ich betone es gerne noch einmal, sitzt man hier sehr luftig. Auch nach oben hin hat man sehr viel Raum, trotz Schiebedach. Stimmt, 5-Gang Automatikgetriebe, noch gar nicht erwähnt, 5-Gang Tiptronic haben wir hier auch drin, wie im A8 W12. Und das Getriebe, MTM hat das ja damals gemacht, die haben hier einen 6-Gang Handschalter reingebaut. Würde ich jetzt, glaube ich, ganz witzig finden. Das Getriebe ist nicht schlecht, diese 5-Gang Automatik, die macht, was es soll, die liefert ab. Aber hin und wieder ist sie halt ein bisschen träge. Und ja, ich habe noch einen S-Gang. Und das war also auch so spannend. Ja? Das war ja früher, wo ich meinen Führerschein bekommen habe, so in 2006 rum. Da hatte mein Vater noch ein A6 C5 2,5 TDI mit Multitronik. Ja, so, Multitronik. Und andere Freunde, deren Eltern hatten dann A6 Quattro und was weiß ich nicht alles mit 2,5 TDI und sowas. Und ich habe mich immer geärgert. Die Multitronik hatte keinen S-Gang. Und für mich war das damals, bevor ich den Führerschein sogar hatte, immer so ein Zeichen. Wenn der Audi einen S-Gang hat in der Automatik, dann ist es ein guter Audi. Wenn nicht, dann ist es halt auch kein schlechter Audi, aber ja, ne? S-Gang. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir auch eine freie Gas hier. Und er tönt so schön und er geht so schön um die Kurve. Natürlich Allradantrieb. Ach, doch der gute alte Thorsen-Allrad. Also hier hast du nicht mehr Power hinten. Hier hast du 50-50. Ich kann nicht bestätigen, dass dieses Auto jetzt schwerfällig ist. Gut, ich fahre den jetzt auch nicht auf der Rennstrecke, mag alles sein, aber jetzt hier ist das ein sehr feines Fahrgerät. Und da musst du auch heute nicht vor einem 996 zum Beispiel, 996 Turbo oder sowas, musst du nicht klein beigeben. Nein, der geht, der ist gut und der ist auch in den Kurven gut, der ist lange neutral. Es ist auch nach wie vor ein super Daily Driver. Da gibt es gar nichts. Den kannst du zum Einkaufen nutzen, den kannst du für den Urlaub nutzen, kannst dein Kind zum Kindergarten bringen oder einfach Spaß haben. Gib ihm. Und das größte Problem bei diesem Auto, du bist immer zu schnell. Immer. Der liefert ab, das ist grandios. So viel zum Fahreindruck. Kommen wir direkt zum Fazit, weil mir geht natürlich nach hinten raus die Zeit aus. 2 Autos an einem Tag mit ein bisschen Video. Das wird immer ein bisschen knapp. Resümee zum RS6 C5 Avant. Wer einen hat, behalten. Diese Autos werden nicht mehr günstiger. Von Vorteil ist natürlich, wenn man jemanden hat oder kennt, der mit der Technik vertraut ist. Denn man muss es natürlich so sagen, diese Autos sind im Alter kein Pappenstiel, was den Unterhalt angeht. Ja, Spritverbrauch ist das eine, ich habe es angesprochen, ich bin jetzt hier nahe der 20 Liter, aber natürlich auch Wartungskosten. So ein RS6 will gepflegt werden, aber ich glaube, man kann sehr gut mit dem Auto
im Alltag nach wie vor leben. So, und ich zimmere mich jetzt noch ein bisschen durchs Umland von Ingolstadt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr ein Like da lasst. Und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Servus.